Heute stelle ich dir meinen größten Schatz vor an Bleistiften. 100 Jahre alte Bleistifte. Kann man sie noch spitzen? Kann man mit ihnen noch zeichnen? Lass uns das jetzt rausfinden. Hier siehst du diese wundervoll künstlerische gestaltete Pappschachtel mit dem Aufdruck A.W. Faber. Vermutlich vor dem Zweiten Weltkrieg zwischen 1920 und 1930 hergestellt. Überleg mal, welche Geschichte die haben. Ich habe mich gefragt gerade, in welchen Schreibtisch lagen die. Wahrscheinlich ein Architekt, vielleicht ein Zeichner, ein Künstler. Ja, und wie viele Jahrzehnte diese Bleistifte in einwandfreier Qualität überdauert haben. Ja, sie sind ein wenig dicker als die Stifte von heute, ja, fühlen sich ein wenig dicker an und haben auch noch eine bisschen andere Aufschrift. Ja, also, und wir riechen mal dran. Ja, es wurde damals, glaube ich, Zedernholz verwendet. Ja, du siehst hier verschiedene Farben. Da erzähle ich gleich noch etwas dazu. Die Schrift in der Schachtel Deutsch, Englisch und Französisch. Also wirklich bemerkenswerte Stifte. Ja, wir haben hier den A.W. Faber-Castell Stift. Das war Anton Wilhelm Faber. Er war derjenige, der die Bleistiftfabrik in Stein bei Nürnberg aufgebaut hat. Und ihm verdanken wir heute diese besonderen Bleistifte. Ja, also eine lange Familiengeschichte. Ja, dann haben wir hier einen Stift von Eberhard Faber, ebenfalls aus der Familie. Er ist wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, ich konnte es nicht rausfinden, um 1920 nach Amerika gegangen und hat auch diese Van Dyck-Serie vertrieben, also dort ein Unternehmen aufgebaut, der Eberhard Faber. Und hier steht sogar noch deutsches DRP rauf, deutsches Reichspatent. Ja. Und dann haben wir hier noch den Herrn Johann Faber. Er hat, während Eberhard Faber in Amerika war, hat Johann Faber diese Apollo-Serie, also hat die Bleistiftfabrik in Deutschland aufgebaut. Ja. Also nach allen Recherchen, die ich durchgeführt habe, sind diese Stifte tatsächlich um die 100 Jahre alt. Das kann man sehr gut an den Aufdrucken erkennen, die hier sind, wie das Ganze gestaltet wurde, ja, und wie pur sich der anfühlt und leicht. Und ja, wenn man die Geschichte sehen könnte, ja, in welchen Schreibtischen diese Bleistifte lagen, vielleicht lagen sie auch nur in einem, was sie alles überstanden haben, denn sie sind wirklich vom Holz einwandfrei erhalten. Ja, also wirklich sehr gute. Du siehst auch noch die Härte, gerade wurden hier verschieden aufgedruckt. Ich habe hier einige verschiedene Stifte. Wahrscheinlich wurde der Aufdruck immer nach einigen Jahren gewechselt oder aktualisiert. Und du siehst hier ja, die 9000er Serie, den vermute ich etwas jünger, vielleicht 1950. Und diese sind wirklich etwas älter hier, wo das mit dem Germany noch nicht drauf steht, ja, wo hier noch diese Burg drauf ist und das Zeichen der Waage. Ja, also wirklich eine ganz interessante Geschichte. Ja, diese Schachtel scheint auch wirklich noch sehr originell zu sein. Ich habe aber auch kein Datum hier gefunden. Ja, es ist schwer zu sagen, durch welche Hände die alle gegangen ist. Egal, jetzt lass uns zum Wichtigsten kommen. Wir probieren, den Stift anzuspitzen und dann bin ich gespannt, ob er sich noch zeichnet. Ich nehme den A.W. Faber-Castell, Anton Wilhelm Faber-Castell, den 4B Stift. So, und dann schauen wir mal, was passiert. Spitzt sich sehr gut an, das heißt ja auch immer, das Holz ist sehr fein verarbeitet und ausgewählt. Das war damals nicht so ein Massenprodukt wie heute. Ja, wer so eine Schachtel hatte, das war schon etwas Spezielles, glaube ich. Ja. Heute ist es ja mehr oder weniger ein Massenprodukt, außer die ganz teuren Produktlinien. So, schauen wir mal, was passiert. Sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. So,
Wenn du dich fragst, was ich hier für einen Spitzer habe, den kann man hier einstellen, also wie lang die Mine wird. Und man kann diesen natürlich auch mit der Maschine anspitzen, aber ich werde es mal so hier machen, wie es der Zeit entspricht. Ja. Also die Mine ist fest, vielleicht ist der Stift schon einige Male runtergefallen. Bis jetzt funktioniert es noch. Und jetzt werde ich ihn noch spitzer machen. Jetzt hat es ein bisschen geknackt, ja, aber die Mine ist nicht abgebrochen. Hat auch so einen ganz eigenen Geruch, nicht wie ein moderner Stift. Und zeichnet wirklich einwandfrei. Ja. 4B, relativ dunkel, HB ist die Mitte. Macht wirklich noch ganz feine Linien. Wirklich sensationell. Und ich bin wirklich dem Hersteller dankbar, also der die Idee hatte, das zu machen, aber auch all den Menschen, die diese Box in der Hand gehabt haben und sie wohlbehütet durch die Jahrzehnte und fast ein Jahrhundert oder sogar mehr als ein Jahrhundert am Leben erhalten haben, ja, die damit sorgsam umgegangen sind, ja, und immer wieder wahrscheinlich weiter vererbt haben. Ja. Und irgendwann hat halt jemand die Stifte einfach nur noch aufgehoben als Schatz, wie ich es jetzt mache, und nur mal einen einzeln genommen zum Zeichnen, ja, damit man mal in dieses Gefühl reinkommt. Total schön und total interessant. Ja. Schöner Stift. Wirklich super. Ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht hast du selber noch ganz, ganz alte Bleistifte zu Hause. Dann nimm gern Kontakt zu mir auf. Ich sammle die ja. Ich bin ja passionierter Bleistiftzeichner, ja, und zeichne ausschließlich mit Bleistiften mit verschiedenen Härtegraden. Aber bin immer interessiert an neuen Entdeckungen, an Erfahrungsaustausch. Vielleicht weißt du sogar genau, von wann diese Bleistifte sind. Ja, dieser hier von AW Faber-Castell, aber auch der von Johann Faber, der Apollo 1250 2B. Ja, vielleicht weiß da einer Näheres drüber. Das würde mich unglaublich interessieren, die Geschichte. Vielleicht sieht sogar ein Familienmitglied und kann mir hier weiterhelfen. Aber es ist wirklich ein echter Schatz und handwerkliche Präzision. Ja, wundervolle Arbeit. Natürlich wurde es schon maschinell gefertigt, aber erstmal diese Qualität dauerhaft hinzubekommen, dass der Stift, überlegt euch mal, nach 100 Jahren sich noch anspitzt und die Mine nicht bricht. Das ist doch Wahnsinn. Das ist einfach genial. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind, ob ihr alte Bleistifte habt, ob ihr die auch zuordnen könnt, um die 100 Jahre oder sogar älter. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Lasst mir gerne ein Like da und wie immer abonniert gerne den Kanal für weiteres zum Zeichnen. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, und alles zum Thema Zeichenkunst findest du unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.